Moin und willkommen auf meinem Kanal. Es ist wieder Zeit für eine Tour der Iron Lake Challenge und schön, dass ihr dazu wieder auf meinem Kanal eingeschaltet habt. Ich bin Hermann und heute bin ich in der Nähe von Dobersdorf. Also ich möchte hier um den Dobersdorfer See wandern. Das sind ungefähr so 12 Kilometer. Und der Dobersdorfer See ist die Nummer 13 von den 25 größten Seen der Iron Lake Challenge. Iron Lake Challenge habe ich noch gar nichts von gehört, denn schaut euch gerne den ersten Teil an, wo ich um den Dieksee gelaufen bin. Dort habe ich einiges dazu erzählt. Aber wir wollen mal nicht so viel sabbeln. Darum geht es mal los und wir bewandern den Dobersdorfer See. Wie ihr gerade sehen konntet, gibt es auch auf dieser Strecke wieder etwas Historisches zu entdecken. Nicht ganz so alt, zumindest die Bäume um diesen Eiskeller, den ihr gerade gesehen habt. Die ältesten sind 150 Jahre alt, also er könnte stammen mindestens aus Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Eiskeller wurden bekannt so im 17. Jahrhundert, um zum Beispiel Bier zu kühlen. Und der älteste in Schleswig-Holstein stammt aus dem 18. Jahrhundert. Der Durchmesser von dem Eiskeller war bis zu 5 Meter, ging hier in Dobersdorf zylindrisch zu nach unten und oben wurde es durch ein Reetdach abgedeckt. Hier haben wir dann den ersten freien Blick auf den Dobersdorfer See. Er ist 312 Hektar groß. An seiner tiefsten Stelle ist er zwischen 18,8 und 19,5 Meter tief. Und die mittlere Tiefe ist ungefähr 5,5 Meter. Sein Einzugsgebiet ist ungefähr 22,2 Quadratkilometer groß. Am südlichen Ufer des Dobersdorfer Sees im Ortsteil Jasdorf liegt der Rest einer sogenannten Turmhügelburg. Der Burghügel hat einen Durchmesser von 30 Meter, eine Höhe von 5 Meter. Der Graben ist von einem Wall umgeben, der im Westen in das Gelände übergeht. Ein Wall im Süden und ein Wall im Osten der Anlage sind nicht eindeutig geklärt. Im Zweiten Weltkrieg wurde der nördliche Burgbereich durch eine Bombe und später durch Baggerarbeiten zerstört.
Mit diesem schönen Blick auf den Dobersdorfer See habe ich die Hälfte der Strecke geschafft. Also ich habe 6 Kilometer hinter mir gemacht. Und ich habe hier gerade gesehen, da ist eine Bank. Dort werde ich mal Platz nehmen und mir einen Tee gönnen und ein bisschen den Blick auf den Dobersdorfer See genießen. Wie ihr im Hintergrund erkennen könnt, bin ich an meinem Ausgangspunkt wieder angekommen. Die Strecke insgesamt waren so nicht ganz 12 Kilometer. Gebraucht habe ich ungefähr 3 Stunden. Ist natürlich geschuldet dem Film und der Pause. Laut Komoot reine Laufzeit 2 Stunden 3. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit hatte ich gehabt von 5,8 km/h. Aber die Daten werde ich euch unten nochmal einblenden. Die Wanderung selbst war zum Anfang sehr schön bis zu der Rastpause, weil da gab es dann halt Wald- und Felduntergründe. Das lief sich sehr angenehm. Der zweite Teil natürlich wie immer sehr viel Asphalt und Beton unter den Füßen, aber sonst eigentlich eine sehr schöne Strecke. An den See selbst kommt man nur an einigen Stellen ran. Das ist sehr schade, aber das ist natürlich halt den Grundstücksgrenzen von Eigentümern geschuldet. Ganz zum Schluss habt ihr noch gesehen das Gut Dobersdorf, das auch ein Highlight war, genauso wie der Eiskeller zum Anfang oder die Turmhügelburg. Das Wetter hat sich dann ja natürlich auch noch verbessert. Ich werde jetzt noch einen Tee trinken. Das war jetzt der 3. See auf meiner Iron Lake Challenge. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen und gebt mir einen Daumen hoch dafür. Wenn ihr die anderen Seen auch noch sehen möchtet, also ich habe jetzt noch 22 Seen vor mir, dann würde ich mich sehr über ein kostenloses Abo von euch freuen und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt natürlich auch die kleine Glocke daneben. Denn heißt es wie immer, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!